willkommen zu unserer neuen Session, Portrait Session für Swiss Viva Composers Festival. Heute begrüße ich Sandra Goldberg von Winterthur. Herzlich willkommen, Sandra. Vielen Dank. Wir nennen dich Sandy. Sandy ist dein Rufname. Du wohnst seit längerer Zeit schon in der Schweiz. Erzähl, wo kommst du her? Wie hat dich das Leben in die Schweiz gebracht? Ich bin in den USA geboren. Ich bin in Winnetka, Illinois aufgewachsen. Das ist ein Vorort von Chicago. Und ich habe dort in den USA studiert. Ich bin via Nathan Milstein, der wunderbare Geiger, der einen Meisterkurs gegeben hat in Zürich, nach Europa gekommen. Also in 1984 bin ich das erste Mal nach Europa gekommen und ich war von Zürich ganz begeistert und ein Jahr später kam ich zurück und ich habe dann ein Probespiel für das Zürcher Kammerorchester genommen und gewonnen und dann bin ich geblieben. Ja, wie das Leben so spielt, so kommt erst von Europa nach USA. Das sind ja deine Vorfahren, sind sicherlich von Europa gewesen. Also meine Großmutter kam aus Litauen, also auf Vaterseite und auf meiner Mutterseite aus Polen. Und jetzt wieder zurück nach Europa. Ich finde das immer ganz spannend, wie das so alles hin und her geht. Und das Leben stimmt. Ist ein ständiges, die Wellen schwingen hin und her. Du bist Geigerin, Violinistin, warst das lang beim Zürcher Kammerorchester. Ja. Und hat dich dein Lebensweg zur Komposition gebracht. Ja. Und erzähl, wie hat das alles angefangen? Also ich hatte schon als Kind ein bisschen gemacht, aber irgendwann hat mein zukünftiger Schwager, damals, der war zukünftiger Schwager, mir ein Gedicht gegeben. Das heißt Window Ships. Und ich fand das Gedicht so schön, ich habe das an der Wand in mein Schlafzimmer einfach aufgehängt. Und jeden Tag, ich habe es angeschaut und plötzlich, einen Tag, kam eine Melodie im Kopf. Und dann bin ich zu Klavier gegangen und ich habe angefangen, dann mein erstes Lied zu schreiben. Und das war Window Ships für Geige und Klavier und Tenor. Und das war wann? Das war in etwa 2000. 2000. Ja. Und seitdem sind ja einige neue Stücke entstanden. Ja. Wir arbeiten uns Stück für Stück durch deine Arbeiten. Erzähl, was ist ein Meilenstein für dich in der Arbeit, die du als kreativer Kopf der Musikmacher gehabt hast? Also der größte Meilenstein, das war Judah Judah. Das ist ein Singspiel über die Geschichte von den Makkabäer. Und das hat eigentlich mit einem Traum angefangen. Ein Bekannter von mir in meinem Traum hat gesungen, Judah, Judah, Judah. Und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe ein Lied über die Makkabäer. Und dann, das wurde ein Gospellied. Und das war der Anfang. Und dann über mehrere Jahre mit verschiedenen Sätzen, das war dann eine ganze Geschichte. Und am Schluss haben wir das Stück aufgeführt in Kirche St. Peter 2009. Das war ein recht langes Stück auch. Das ging... das ging über eine Stunde. Ja, über eine Stunde Musik. Über eine Stunde Musik. Das war sehr umfangreich. Du hast letztes Jahr trotz Corona-Lockdown 2 wunderbare Aufführungen gehabt deiner Stücke. Die wurden aufgeführt von Daniel Hope. Einmal Hope at Home. Also zweimal sogar. Ja, zweimal sogar. Ja. Genau, du weißt am besten, wie das war. Erzähl uns über die 2 aufregenden Events. Also ich habe ein paar Tage im Voraus ein Mail erhalten, wir werden dein Stück spielen. Also der hat dann mein Nigun, das ist ein jüdisches Stück,
gespielt. Das war Hope at Home, für You Hope at Home und auch mein Shema. Und der hat das auch noch für die 75. Jubiläum von Zentralrat der Juden in Bonn auch gespielt, also mein Nigun, für die Eröffnung. Und das hat mich sehr gefreut und berührt, dass er meine Musik gespielt hat. Und er hat das sehr schön gemacht. Für die heutige Session hat Sandy etwas vorbereitet. Und es ist besonders schön, wenn die Interviewten so viel Eigenengagement auch mitbringen und Reductions schreiben dafür, dass wir das ja auch im kleinen Setup hier machen. Und für mich als Organisator und als auch Komponist, ich weiß, wie viel Arbeit immer damit verbunden ist und ich schätze das besonders, dass du durch diesen Prozess gegangen bist und hast das möglich gemacht, dass wir hier jetzt einen Ausschnitt aufführen können. Es geht um deine Komposition Gnackamuk. Gnackamuk müssen wir erstmal klären, woher dieser Name kommt und was die Geschichte ist und was dich bewegt hat, das zu machen. Ja, also eigentlich Gnackamuk, der ist der böse Vogel von Neid und Hass. Und aus seinem langen Schnabel kommt eine grüne Schleim von Neid und Hass. Aber ursprünglich war kein Gnackamuk. Es war eine Geschichte, dass wir zusammen in dem Zug einfach aus Gruppen erzählt haben. Und dann, ich habe ohne diese Gnackamuk gehabt, das war über The Peace Duck, also die Friedensbringerin eigentlich. Und dann habe ich einer Freundin das Stück gezeigt und sie hat gesagt, ja, es braucht noch etwas Böses drin. Und dann dachte ich, ja, ein böser Vogel und was für ein Name. Gnack, irgendetwas Gnack. Ich weiß nicht, also das kam einfach Gnackamuk. Danke. Ja. Das war die Geburt von Gnackamuk. Ja, ja. Das ist ein Fantasiename. Der klingt nämlich so echt. Man könnte denken, oh, den habe ich einfach noch nicht gehört, aber es ist eigentlich ein Fantasiename. Ich finde das ganz lustig. So entstehen Namen. Ja. Du hast es heute vorbereitet, dein Mann hat dich hierher begleitet, damit ihr zusammen am Klavier und Geigen spielen könnt, die Reductions. Und wir werden das Vergnügen haben, die ganzen neu entstandenen kurzen Ausschnitte zu hören. Ja, also nicht das ganze Stück dauert etwa eine Stunde. Es ist ursprünglich für Orchester geschrieben und Sprecher. Den Gnackamuk, den gibt es jetzt seit ganz kurzem auch hat Cindy ein Bild gemalt und wir haben schon mal den ersten Draft hier. Aber die Dinge sind einfach am Entstehen und wenn sie am Entstehen sind, so wird der Gnackamuk, den gibt es als Orchester, aber der wächst jetzt noch weiter. Das ist quasi ein Projekt, was es zwar schon gibt, aber was sich weiter entwickelt, so wie alles im Leben. Das geht dann einfach irgendwie weiter und manchmal kann daraus was richtig Komplexes entstehen. Wir gehen jetzt dazu über, dass wir Cindy und ihren Mann Bob aufführen lassen und wir sind sehr gespannt. Gnackamuk. Hintergrund von Gnackamuk. Das Märchen Gnackamuk begann nach einer Tournee als Zeitvertreib zusammen mit Orchestermitgliedern. Zu Hause habe ich die Geschichte weiter bearbeitet und noch Musik für Orchester dazu komponiert. Im Verlauf der Geschichte wird die Musik immer farbiger aufgebaut. Mit der Hilfe von meiner Geige und von meinem Mann am Flügel, Robert Haregrove, möchte ich Ihnen die musikalischen Themen der Charaktere zeigen. Das Lorelei-Thema wird durch reine Quinten von den Streichern dargestellt. Man hört, wie sie die Steine mit den Füßen aus ihrem Weg tritt. Lim Lims Thema ist pentatonisch und wird von der Flöte gespielt.
Die goldene Ente von Gelbenberg wird von englischen Horn und von Glockenspiel gespielt. Wenn die Ente des Glücks, die afrikanische Bongo-Ente, mit dem Schnabel klappert, klingt es wie Bongos. Die Ente wird von fröhlichem Rhythmus, Handklatschen und Septakkorden dargestellt. Gnakenuk wird mit dem bedrohlichen Klang des Tritonesintervalls von den Streichern gespielt und sein heiseres Geschrei wird durch das Rohrblatt des Fagotts dargestellt. Wir möchten mit den verkürzten Versionen von den Sätzen Flying Music und Duck Power abschließen.
unsere heutige Session bei Portrait Session von Sandy Goldberg und ihrem Mann Bob aus Winterthur. Und wir verabschieden uns von dieser speziellen Live-Performance hier mit beiden zusammen. Und wir freuen uns auf die nächste Portrait Session. Ich als Gastgeber, Katharina Nuhl. Und auf Wiedersehen, Bob und Sandy, wieder zurück nach Winterthur. Vielen Dank. Recht vielen Dank für eure schöne Aufführung. Das war wunderbar. Vielen Dank, dass wir spielen durften. Das war wirklich eine Ehre.